Mein Name ist Camille. Ich bin 16 Jahre alt. Ich lebe mit meiner Mutter und meinem Stiefvater. Mein richtiger Vater starb, als ich 7 Jahre alt war. Er war ein liebevoller Mann. Er liebte mich sehr. Er schenkte mir Bücher, las mir abends Geschichten vor und gab mir das Gefühl, sicher zu sein. Aber jetzt ist er nicht mehr da. Nachdem mein Vater gestorben war, war meine Mutter lange Zeit allein. Sie war still. Sie sah müde aus. Manchmal hörte ich sie weinen, wenn sie dachte, dass ich schlief. Dann lernte sie einen anderen Mann kennen. Sein Name war Sam. Am Anfang wirkte Sam ganz normal. Er sprach nicht viel. Er half meiner Mutter, Taschen zu tragen. Er lächelte sie an. Durch ihn fühlte sie sich weniger allein. Ich wollte, dass meine Mutter glücklich war, also versuchte ich, ihn zu akzeptieren. Aber nachdem Sam bei uns eingezogen war, veränderte er sich. Er schrie wegen kleiner Dinge. Er knallte Türen zu. Wenn er wütend war, zerbrach er Tassen. Unser Haus fühlte sich nicht mehr friedlich an. Und manchmal sah er mich auf eine Art an, die mir Angst machte. Eines Abends war ich in meinem Zimmer und las ein Buch. Meine kleine Lampe war an. Im Haus war es ruhig. Dann öffnete Sam meine Tür. Er kam herein und schloss die Tür hinter sich. Mein Herz begann schnell zu schlagen. Ich stand schnell auf und rannte an ihm vorbei. Ich rannte zu meiner Mutter. »Mama, bitte hilf mir«, weinte ich. »Sam macht mir Angst. Ich fühle mich nicht sicher.« Aber meine Mutter nahm mich nicht in den Arm. Sie fragte mich nicht, was passiert war. Sie sah mich mit kalten Augen an. »Hör auf zu lügen, Camille«, sagte sie. »Sam ist jetzt dein Stiefvater. Du musst ihn respektieren.« Mein Herz zerbrach. Meine eigene Mutter glaubte mir nicht. Sie glaubte ihm. Am nächsten Tag ging ich zur Schule, aber ich konnte nicht lächeln. Ich saß still im Unterricht. Ich sprach nicht mit meinen Freunden. Beim Mittagessen aß ich nicht viel. Meine Lehrerin, Miss Laura, bemerkte es. »Camille«, fragte sie leise, »ist alles in Ordnung?« Ich sah auf meinen Tisch. »Ja«, flüsterte ich, aber innerlich war nichts in Ordnung. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich weinte leise in meinem Bett. Ich fühlte mich unerwünscht. Ich fühlte mich allein. Ich hatte das Gefühl, dass mich niemand beschützte. Nicht einmal meine Mutter. Am nächsten Morgen änderte sich alles. Eine Frau kam zu unserem Haus. Sie trug eine dunkle Jacke und hatte einen Ordner in der Hand. Sie sagte, sie sei vom Jugendamt. Sie sah mich freundlich an. »Camille«, sagte sie, »du musst an einem sicheren Ort bleiben. Du kommst mit mir.« Ich verstand es nicht. Ich sah meine Mutter an. Sie sagte nichts. Sie sah nur weg. »Ich pack eine kleine Tasche«, sagte die Frau sanft. Ich ging in mein Zimmer. Meine Hände zitterten. Ich packte meinen Teddybären,
mein Notizbuch und ein altes Foto von meinem Vater ein. Dann ging ich aus dem Haus. Meine Mutter umarmte mich nicht. Sie sagte nicht auf Wiedersehen. Ich stand neben der Frau und fragte, »Wohin fahren wir?« Sie lächelte sanft. »An einen sicheren Ort«, sagte sie. Und so verließ ich mein Zuhause. Ich verlor das Haus, in dem ich viele Jahre gelebt hatte. Aber vielleicht konnte ich an einem anderen Ort endlich wieder frei atmen. Als wir ankamen, blieb die Frau vor einem hohen grauen Gebäude stehen. Draußen stand ein großes Metalltor. Dahinter sah das Gebäude kalt und still aus. »Hier wirst du bleiben«, sagte sie. Ich starrte das Gebäude an. Es sah nicht wie ein Zuhause aus. Es sah fremd aus. Es sah einsam aus. Wir gingen hinein. Der Flur war lang. Es gab viele geschlossene Türen. Die Luft roch nach Seife, alten Büchern und warmem Essen aus einem anderen Raum. Einige Mädchen sahen mich an, als ich vorbeiging. Sie lächelten nicht. Einige waren jünger als ich, andere waren älter, aber sie alle hatten müde Augen, Augen wie meine. Die Frau sagte, »Das ist eine Schutzeinrichtung. Du wirst vorerst hier leben. Hier bist du sicher.« Dann brachte sie mich in ein kleines Zimmer. Dort standen 2 Betten, ein Schreibtisch und es gab ein kleines Fenster. Auf dem Bett neben dem Fenster saß ein Mädchen ganz still. »Das ist deine Mitbewohnerin«, sagte die Frau. »Sie heißt Lilly.« Das Mädchen sah auf. Sie hatte lange schwarze Haare und ruhige Augen. »Hallo«, sagte ich leise. Sie nickte. »Hallo.« Dann verließ die Frau das Zimmer. Die Tür schloss sich. Ich setzte mich auf das leere Bett und drückte meinen Teddybären fest an meine Brust. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ich wollte weinen, aber ich versuchte stark zu bleiben. Nach ein paar Minuten sprach Lilly. »Ist heute dein erster Tag hier?« »Ja«, sagte ich. »Meiner auch«, sagte sie. »Na ja, eigentlich ist es mein 3. Tag.« Ich sah sie an. »Vermisst du dein Zuhause?« Sie sah einen langen Moment auf die Wand. »Nein«, sagte sie leise. »Mein Zuhause war nicht gut.« Ich sah auf meine Hände. »Meins war auch nicht gut«, flüsterte ich. Danach waren wir still, aber die Stille fühlte sich nicht leer an. Es fühlte sich an, als würde sie mich verstehen. Nicht ganz, noch nicht, aber genug. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Das Bett war fremd. Das Zimmer war dunkel. Ich vermisste mein altes Bett. Ich vermisste meinen Vater. Ich vermisste sogar meine Mutter, obwohl sie mich nicht beschützt hatte. Tränen liefen über mein Gesicht, aber ich weinte leise. Dann spürte ich etwas Warmes. Lilly hatte eine zusätzliche Decke über mich gelegt. »Du sahst aus, als wäre dir kalt«, sagte sie. Ich wischte meine Tränen weg und sah sie an.
Danke. Sie nickte. In meiner ersten Nacht war mir auch kalt. Ich kannte Lilly noch nicht gut. Aber in diesem Moment fühlte sie sich wie jemand an, der meinen Schmerz verstand. Noch keine Freundin. Noch keine Schwester, aber vielleicht der Anfang von beidem. Ich zog die Decke näher an mich und sah zu dem kleinen Fenster. Dieser Ort war nicht mein Zuhause, noch nicht. Aber zum ersten Mal seit langer Zeit war jemand freundlich zu mir gewesen. Und vielleicht konnte ich in dieser ruhigen Schutzeinrichtung anfangen zu heilen. Die Tage in der Schutzeinrichtung vergingen. Am Anfang zählte ich jeden Tag, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage. Aber nach einiger Zeit fühlten sich die Tage alle gleich an. Ich wachte in dem kleinen Zimmer auf. Ich frühstückte mit den anderen Mädchen. Ich ging zur Schule. Ich kam zurück. Ich machte meine Hausaufgaben. Ich versuchte zu schlafen. Langsam lernte ich mehr Mädchen kennen. Jedes Mädchen hatte eine Geschichte. Jedes Mädchen trug Schmerz in sich. Da war Sarah. Sie war freundlich und sprach leise. Sie lächelte oft, aber sie sprach nie über ihre Familie. Wenn jemand nach ihrem Zuhause fragte, sah sie nach unten und wurde still. Da war Maya. Sie sprach nicht viel, aber sie war stark. Sie half mir bei den Hausaufgaben, wenn ich etwas nicht verstand. Sie sagte immer, du kannst das, Camille. Versuch es noch einmal. Und dann war da Lilly. Lilly war immer noch die Person, die mich am besten verstand. Manchmal war ich sogar in der Schutzeinrichtung sehr traurig. Ich erinnerte mich an Sams wütende Stimme. Ich erinnerte mich an die kalten Augen meiner Mutter. Ich erinnerte mich daran, wie ich vor ihr stand und sie anflehte, mir zu glauben. Eines Nachmittags saß ich mit Lilly in dem kleinen Garten hinter der Schutzeinrichtung. Die Sonne war warm, die Blumen leuchteten in schönen Farben, Vögel bewegten sich in den Bäumen, aber unsere Herzen fühlten sich schwer an. Ich sah Lilly an und flüsterte, ich fühle mich innerlich einsam. Sie sah mich einen langen Moment an. Ich auch, sagte sie. Wir saßen still auf der Bank. Dann fragte ich, warum haben Sie uns verlassen? Lilly antwortete nicht. Vielleicht wusste sie es nicht. Vielleicht gab es keine Antwort. Sie nahm einfach meine Hand und hielt sie fest. Diese kleine Berührung gab mir das Gefühl, weniger allein zu sein. In diesem Moment lernte ich etwas Wichtiges. Schmerz fühlt sich kleiner an, wenn jemand neben dir sitzt. Die Mädchen in der Schutzeinrichtung waren nicht meine echte Familie, aber sie wurden etwas Ähnliches für mich. Wir teilten kleine Dinge miteinander. Wir teilten Geschichten, Tränen, ruhige Mahlzeiten und manchmal ein kleines Lächeln. Ich vermisste mein richtiges Zuhause immer noch. Ich vermisste meinen Vater immer noch.
Ich wollte immer noch, dass meine Mutter mich so liebte, wie eine Mutter ihr Kind lieben sollte. Aber ich wollte auch stark sein. Ich wollte wieder glücklich sein. Eines Abends öffnete ich mein Notizbuch und schrieb, ich werde mutig sein. Dann schrieb ich werde wieder Liebe und Hoffnung finden. Ein paar Tage später geschah etwas Schönes. Es war Morgen. Ich saß mit Lilly und Maya im Gemeinschaftsraum, als eine der Mitarbeiterinnen zur Tür kam. »Camille«, sagte sie sanft, »jemand ist hier, um dich zu sehen.« Mein Körper wurde ganz still. »Wer?« fragte ich. Sie lächelte. »Deine Lehrerin, Miss Laura.« Meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich rannte in den vorderen Raum. Miss Laura stand dort in ihrem blauen Mantel. Sie sah genauso aus wie vorher, freundliche Augen, ein sanftes Lächeln, sie roch nach Büchern und Blumen, genau wie mein Klassenzimmer. »Ah, Camille«, sagte sie leise, »ich habe dich vermisst.« Ich rannte in ihre Arme und umarmte sie fest. »Ich habe sie auch vermisst«, flüsterte ich. Sie hielt mich einen Moment lang fest und sah mir dann ins Gesicht. »Geht es dir hier gut?« Ich nickte langsam. »Es ist nicht mein Zuhause«, sagte ich, »aber hier bin ich sicher.« Miss Laura lächelte. »Das ist wichtig«, sagte sie, »und ich möchte, dass du etwas weißt. Du bist sehr mutig.« Später an diesem Tag, bevor sie ging, gab sie mir ein Notizbuch mit einem roten Umschlag. »Das ist für dich«, sagte sie, »wenn sich dein Herz schwer anfühlt, schreib deine Gefühle auf.« An diesem Abend saß ich auf meinem Bett und öffnete das rote Notizbuch. Ich hielt meinen Stift lange in der Hand. Dann begann ich zu schreiben. »Lieber Papa, ich vermisse dich. Ich wünschte, du wärst hier. Ich wünschte, ich könnte deine Stimme noch einmal hören. Mama hat mir nicht geglaubt. Sie hat sich für Sam entschieden. Ich hatte Angst und sagte die Wahrheit, aber sie hörte mir nicht zu. Jetzt bin ich in einer Schutzeinrichtung. Es ist nicht mein Zuhause, aber hier bin ich sicher. Hier gibt es ein Mädchen namens Lilly. Sie ist still, aber sie ist freundlich. Sie versteht mich, ohne zu viele Fragen zu stellen. An manchen Tagen bin ich sehr traurig. An manchen Tagen fühle ich mich ein bisschen stark. Ich erinnere mich daran, was du immer zu mir gesagt hast. Du hast gesagt, Camille, hab niemals Angst davor, die Wahrheit zu sagen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Nicht alle haben mir geglaubt, aber ich stehe immer noch hier. Papa, ich möchte, dass du stolz auf mich bist. Ich werde mutig sein. Ich werde freundlich sein. Mir wird es gut gehen. In Liebe, deine kleine Camille. Als ich mit dem Schreiben fertig war, schloss ich das Notizbuch und drückte es fest an meine Brust. In dieser Nacht schlief ich mit einem kleinen Lächeln auf meinem Gesicht.
In meinem Herzen fühlte ich meinen Vater ganz nah bei mir, und zum ersten Mal seit langer Zeit weinte ich nicht. Ein paar Wochen später war es ein kalter Morgen. Der Himmel war grau, der Wind drückte gegen die Fenster. Wir alle saßen im Wohnzimmer der Schutzeinrichtung. Plötzlich klingelte es an der Tür. Eine Mitarbeiterin kam herein und sah mich an. »Camille«, sagte sie, »jemand ist hier, um dich zu sehen.« Mein Herz blieb fast stehen. »Wer?« fragte ich. Sie machte eine kurze Pause. »Deine Mutter?« Meine Beine fühlten sich schwach an. Meine Hände wurden kalt. Warum war sie jetzt hier? Ein Teil von mir wollte sich verstecken. Ein Teil von mir wollte sie sehen. Ein Teil von mir wollte immer noch, dass sie mich in den Arm nahm und sagte, dass es ihr leid tat. Langsam ging ich in den vorderen Raum. Sie war da. Meine Mutter. Sie trug einen langen braunen Mantel. Ihre Haare sahen genauso aus wie früher, aber ihr Gesicht wirkte müde. Ihre Augen waren rot, als hätte sie geweint. »Camille«, sagte sie leise. Ich antwortete nicht. Sie machte einen kleinen Schritt auf mich zu. »Es tut mir leid«, flüsterte sie. Ich sah auf den Boden. »Du hast mir nicht geglaubt«, sagte ich. »Ich weiß«, sagte sie. »Ich hatte Angst. Ich wollte ihn nicht verlieren. Aber dadurch habe ich dich verloren.« Meine Augen füllten sich mit Tränen. »Wegen dir habe ich mich nicht sicher gefühlt«, sagte ich. Sie schloss die Augen. »Ich lag falsch.« Dann streckte sie ihre Hand aus. »Kannst du mir vergeben?« Ich wollte schreien. Ich wollte weinen. Ich wollte weglaufen, aber ich wollte sie auch umarmen. All diese Gefühle waren gleichzeitig in mir. Aber ich stand einfach nur da. Dann sagte ich weiß es nicht. Heute nicht. Meine Mutter nickte langsam. »Das ist in Ordnung«, sagte sie. »Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich dich liebe. Ich habe dich immer geliebt. Ich war nur zu blind, um dich zu beschützen.« Dann ging sie. Ich weinte nicht, ich lächelte nicht, aber tief in mir bewegte sich etwas. Es war noch keine Vergebung, es war noch kein Vertrauen, es war nur ein kleiner Raum. Ein kleiner Raum, in dem Heilung beginnen konnte. Danach kam der Frühling. Die Bäume wurden grün, im Garten wuchsen Blumen, die Luft wurde wärmer. Jeden Morgen ging ich nach draußen und ließ die Sonne mein Gesicht berühren. Ich lebte immer noch in der Schutzeinrichtung, aber etwas in mir hatte sich verändert. Ich war nicht mehr dasselbe Mädchen. Ich war stärker. Ich hatte keine Angst mehr zu sprechen. Ich hatte keine Angst mehr zu weinen. Ich hatte keine Angst mehr, meine Gefühle zuzulassen. Eines Nachmittags setzte sich Lilly neben mich auf die Bank im Garten. »Du siehst heute glücklich aus«, sagte sie. »Ich glaube, ich bin glücklich«, antwortete ich. »Warum?« Ich lächelte ein wenig.
weil ich jetzt weiß, wer ich bin. Ich öffnete mein rotes Notizbuch und zeigte ihr einen neuen Brief. Sie las ihn langsam. Liebe Camille, du bist nicht kaputt, du bist nicht schwach, du bist nicht unerwünscht, du bist mutig, du bist freundlich, du wirst geliebt, du bist gut genug. Eines Tages wirst du diesen Ort verlassen. Eines Tages wirst du wieder ein richtiges Zuhause haben. Aber heute hast du bereits etwas Wichtiges. Du hast dich selbst, du hast deine Stimme, verliere sie nie wieder. In Liebe, Camille. Lilly sah mich an und lächelte. Das ist wunderschön, sagte sie. Dann umarmte sie mich. Ich sah zum Himmel hinauf. Ein Vogel flog hoch über dem Garten. Vielleicht würde ich eines Tages die Schutzeinrichtung verlassen. Vielleicht würde ich eines Tages ein neues Zuhause finden. Ein sicheres Zuhause, ein warmes Zuhause, ein richtiges Zuhause. Aber im Moment hatte ich etwas, das noch wichtiger war. Ich hatte mich selbst. Ich hatte meine Wahrheit. Ich hatte meine Stimme. Und ich versprach mir selbst, nie wieder zu schweigen. Das ist das Ende dieser Geschichte. Aber mein Leben ist noch lange nicht vorbei. Es fängt gerade erst an. Danke fürs Zuschauen. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, gib dem Video bitte ein Like und teile es mit jemandem, der Hoffnung braucht. Und wenn du mehr einfache deutsche Geschichten und Lektionen möchtest, abonniere bitte den Kanal. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Bis zur nächsten Geschichte.